Okay, fangen wir nochmal an. Also, ich mache es jetzt allerdings etwas schneller. Das ist eine wunderbare Kombination zwischen der Mauer und oben dem Reispapier. Ich finde es wunderschön gemacht, auch ganz toll. Also an den Seiten, dieses Dunkle an den Seiten, dann das Helle und dann in die Farbe rein. Für mich ein absoluter Traum und ganz, ganz große Kunst. Ganz toll. So, jetzt habe ich hier noch Frau Bernadette. Unheimlich schöne Karte, und zwar ist das ein ganz altes Weihnachtspapier von uns, aber sehr, sehr schön gemacht. Dann haben wir Bettina, finde ich super schön, die kleine Maus unter den Mohnblumen, also wie sie da liegt und lacht und die Mohnblumen so lebendig da sind. Da gibt es mehr Bilder bei uns im Mitmachen auf dem Blog, also auch da unbedingt nachgucken und die ganzen Sachen sich nochmal anschauen, super schön. Ja, Frau Danker, vielen Dank dafür. Das sind die Bärenmäuse, habe ich ja darum gebeten, ob das einer machen kann. In Marzipan gemacht, super schön gemacht. Steht auch unten drunter, was für Zutaten sie dafür benutzt hat. Und das ist nochmal von Frau Danker. Hier ist nochmal der Weihnachtsmann vom Dekoupagepapier mit dem weißen Outliner-Stift hat sie geschrieben. Und dann unten nochmal die tollen Tannenbaum-Molds, also auch ganz, ganz toll gemacht. Und sie hat immer mehrere, also unbedingt auf den Mitmachen-Bottom gehen und sich mal die ganzen Kunstwerke anschauen. Ja, das ist ganz edel von Frau Christina Heidrich. Auch sie hat immer mehrere Bilder, unheimlich edel, diese Mold mit den Glockenblumen und dann die Dame im Hintergrund passt fantastisch zusammen. Ja, und die Sachen finde ich sensationell, also dieses so an die Wand zu hängen aus diese eine Swirl Mold und dann oben die Blumen, also alles, die ganze Kombination. Ganz toll, und auch sie hat ganz viele unterschiedliche Sachen bei uns hochgeladen. Es lohnt sich immer da zu gucken. Und er hat also eine wunderschöne, sag ich mal, Herbstwelt kreiert. Finde ich auch ganz toll mit dem Moos und den Pilzen. Ich hoffe, die Pilze sind selbst gemacht, sie sind ein Traum. Ja, und die Laterne ist auch wieder so schön. Ich liebe das, nicht nur dieses Reispapier, sondern auch, dass sie diese Lücke gemacht hat, dass man die Kerze da durchgucken kann. Einfach toll. Ja, und diese Idee, ich habe es eben gesagt, die Idee ist der Wahnsinn, also die Teddybären auf so Klammern zu machen und in den Adventskranz zu stecken. Super tolle Ideen, also nicht nur die Anhänger, sondern auch die Teddybären und auch wie sie die Teddybären teilweise mit weißen Punkten auf ihrer Kappe, auf der Mütze gemacht hat. Super, super schön. Und auch das finde ich toll, dieses Haus, wie so eine Elfenlandschaft, sage ich jetzt mal, innen drin gestaltet, außen mit den Molds, die Fingerhut-Mold, auch super toll gemacht. Und sie, genau, sie hatte innen so sauber und fein gearbeitet und dann von außen, das Bild kommt auch gleich nochmal mit der Mauer außen rum, wie dieses Haus gestaltet, gefällt mir auch extrem gut, ja, super schön gemacht. Und sie, ja, wie ich immer gesagt, also sie arbeitet fantastisch, wirklich nur Kunstwerke von ihr und da müssen Sie unbedingt auf den Blog gehen. Sie hat ganz, ganz viel hochgeladen. Sie hat auch einen Instagram-Account, also nochmal bitte, ich habe es eben schon mal gesagt, jeder, der hochlädt und einen Instagram-Account hat, kann natürlich seinen Instagram-Account hinter seinen Namen schreiben, dass die Kunden die Sachen dort auch nochmal angucken können. Ja, und das Ganze finde ich toll, also diesen Tisch und dann oben den Spiegel mit den Folienblumen, also so ein Gesamtkunstwerk, super, super schön. Ja, und diese edle Zusammenstellung, auch Frau Winter tut immer sehr viel bei uns hochladen, hat auch einen Instagram-Account, unbedingt nachschauen und wunderschön gearbeitet, diese Kombination von dem Blau, Beige, also das sind die zwei verschiedene sag ich, Transfers sind da verbastelt und dann mit dem Anhänger und den Perlen extrem schön gemacht. Ja, und das war das, wo ich sagte, das ist sensationell mit diesem Eisstielen da, so ein Körbchen gebastelt, was man dann zwischen die Pflanzen tun kann, mit der Elfe, die da wirklich drinnen sitzt zwischen den Blättern. Toll gemacht, ganz toll. Und ja, hier auch noch das Gleiche, so ein bisschen wie alles im Wunderland mit den Spielkarten, ebenfalls super gemacht.
Und, kommt noch was? Ja, das muss man sich in Ruhe zu Gemüte führen, weil es ist vom Allerfeinsten, diese Shadowbox, mit den Fenstern, mit der Mauer, der Treppe und allem drum und dran. Also da sind so viele feine Details, ganz, ganz, ganz toll, ganz große Kunst. So, jetzt legen wir los, weil sonst kommen wir nicht mehr zu Potte. Fangen wir an, und zwar mit dem fantastischen Decoupage-Papier Herbst. Ich weiß, dass es Ihnen extrem gut gefällt. Wir haben, glaube ich, nur noch eine Handvoll von dem Papier. Super schöne Sachen, das heißt, perfekt, wer jetzt nicht nur Weihnachten, sage ich jetzt mal, basteln will, sondern wer auch ein bisschen Herbst dazwischen basteln will, haben wir jetzt hier das Decoupage-Papier. Sie haben es auch schon richtig erkannt, dass wir das nicht nur mit dem neuen Molds gemacht haben, sondern dass wir auch hier mit der Expand Paste gearbeitet haben. Allerdings muss ich verraten, dass das nicht die weiße Expand Paste ist, die wir schon anbieten, sondern das ist eine neue, die wir am 8.9. anbieten werden, weil am 8.9. kommt Halloween. Und da gibt es dann diese braune, die so ein bisschen so weißlich aufquillt und fantastisch aussieht. Ja, die haben wir jetzt hier, und hier ist dann die Kombination mit den neuen Moldformen, dann mit dieser Expand Paste, und was jetzt hier auch ganz besonders ist, ist, dass wir hier mit dem Glitterpigment gearbeitet haben. Also auf dem kompletten Herbst haben wir jetzt nicht mit dem Metallpigment gearbeitet, was Sie normalerweise von uns kennen, sondern wir haben halt mit Farben gearbeitet, und oben drüber ist nur das Goldglitter. Das heißt, Sie haben so einen metallischen Goldschimmer, wenn Sie damit arbeiten. Ich zeige das nachher nochmal ausführlich, aber das ist wirklich toll, auch weil man dieses Shimmering Pigment heißt das, weil Sie dieses Shimmering Pigment überall drauf tun können. Das heißt, meinetwegen auf Farbe, auf die Molds, aber auch so einen Hauch zum Beispiel in den Lack rein, dass man so einen leichten Glimmer-Schimmer hat. Und hier bei dem Herbst finde ich es extrem schön, weil es ist wirklich nur so ein Hauch, auch über die Expand Paste, dann kommen diese, sag ich mal, diese aufgeblasenen Hubbel, kommen noch ein bisschen, da sieht man es ein bisschen besser raus, und das ist wirklich nur der Glimmer. Man sieht es hier an der Eule, glaube ich, ziemlich gut. Da ist jetzt also kein Metallic Pigment, sondern es ist nur der Glimmer, der da drauf ist, und der macht wirklich so einen ganz feinen, so, ja, nicht so aufdringlichen, ganz feinen, unaufdringlichen Schimmer auf diesen ganzen Produkten. Wir haben das noch kombiniert mit unserer alten Mold hier, die halt diese Rahmenmold, die wir hatten. Da habe ich jetzt diese Bordüren immer für genommen, links und rechts, und habe halt, was man jetzt nicht so gut sieht, habe immer dazwischen dann noch zum Beispiel die Eule gesetzt oder die Krone halt gesetzt, weil die halt super passen zu dem Herbstthema. Hier nochmal die Eule, da kann man auch gut gucken, bleibt man gerade drauf stehen, ein bisschen tiefer, kannst du ein bisschen tiefer gehen, Sam? Ja, genau so. Wenn Sie jetzt die Mold schauen, unterhalb von der Eule, dann ist das zum Beispiel das Stück, was oben von der Krone ist. Gell? Wenn man sehen Sie dieses Ornament, was unterhalb von der Eule ist, das ist das Endstück von der Krone. Also da sieht man, wie man auch so ein paar Sachen untereinander mischen kann oder verbinden kann und sich also ganz neue Ornamente mit gestalten kann. Und hier passte das perfekt. Und unterhalb von dem einen Ornament ist dann auch nochmal der Rest von der Eule, sodass man so ein Komplettornament links und rechts hat, mehr oder weniger selbst zusammengestellt. Jetzt geht es weiter, ja, da kommen wir jetzt nochmal, im Grunde genommen haben wir jetzt hier, haben wir wieder mit den Fuchs wieder eingerahmt mit der Expand Paste, und dann links und rechts ist dieses Blumenornament, was auf der Kronenmold drauf ist. Und da sind ja noch diese kleinen Ornamente drauf, und man sieht die hier, die wie so Anhänger sind, die haben wir jetzt da drunter gehängt. Das ist auch so eine tolle Verbindung, wie man jetzt zum Beispiel, wenn man mal so eine Bordüre machen will, wie man diese einzelnen Ornamente auch zusammen kombinieren kann mit einer Bordüre. Jetzt bin ich ganz erleichtert. Scheint es jetzt zu funktionieren? Nein, doch nicht. Ah, Gott, ja.
bei ganz vielen nicht. Egal, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir machen sollen. Aber bei manchen schon. Also dann ist das nicht im Hause. Also da haben wir wenig Einfluss drauf irgendwie. Ja, okay. Wir hoffen, dass einfach danach, dass das Video Internet dann funktioniert. Ja, ja, genau, das ist möglich. Wenn natürlich, wenn der Livestream beendet ist und das Video dann bei YouTube ist, dass man spätestens dann das nachgucken kann. Hoffen wir. Ich hoffe es. Ja, keine Ahnung. Machen wir weiter, oder? Ja. So, viel Wahl haben wir nicht. Genau. Ja, dann das sind jetzt wieder die einzelnen Boxen und wir haben hier, wie man es auch ein bisschen sieht, ich habe hier so sehr viel Trockenpinseltechnik, also mit Weiß gearbeitet, habe vorher alles grün angemalt, habe dann mit brauner Lasur gearbeitet, dann noch mit Trockenpinseltechnik, das Ganze dann nochmal mit dem Glimmer, sodass man wirklich so einen alten, sag ich jetzt mal, einen alten, kaputten Effekt bekommt auf diesen Dosen. Und jeweils immer an den Seiten mit den, sag ich jetzt mal, mit den Kronen oder den Molds. Und jetzt sieht man richtig, wie das glänzt. Das sieht tatsächlich aus, als hätte man da ist wirklich nur dieses Schimmerpigment drauf. Aber das hat einen ganz tollen Glanz, gell? Ja, das stimmt, ein bisschen anders, ne? Ja, genau, so ein Glimmerglanz, gell? Ne, sieht toll aus. Das ist, weil steht es ein bisschen im etwas dunkleren und je dunkler natürlich das Licht ist, umso mehr kommen so diese feinen Glimmersachen halt raus. Sieht toll aus. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir noch runter. Da haben wir noch. Ich hätte die erste Frage. Ja. Gibt es auch Reispapier, so wie das Dekoupagepapier? Nein. Wir haben jetzt wir haben das Herbst nur als Decoupage gemacht und haben jetzt als Reispapier kommt jetzt Halloween am 8.9. Das ist immer so ein Problem mit dem Reispapier, deswegen man muss sich immer entscheiden, wann man was macht, weil man ein gewisses Kontingent, sage ich jetzt mal, an Papier hat, bis es wieder dauert, bis das Papier wieder nach Europa reinkommt. Und da mussten wir uns jetzt entscheiden, was machen wir auf Decoupage und was machen wir auf Reispapier. Dann habe ich gesagt, dann machen wir Herbst auf Decoupage und machen Halloween auf Reispapier, weil wir ein bisschen jetzt, alle schütteln wieder den Kopf, heißt es, die Verbindung ist wieder weg? Nein, Verbindung ist halbe. Ja, dann hoffen wir das so. Okay, dann machen wir einfach weiter und es tut mir schrecklich leid, also wer es jetzt noch nicht zu Hause sieht, bitte wirklich darauf achten, dass er eben jetzt im neuen Stream ist, gell? Dass er nicht vielleicht im alten Stream ist, wo alles schwarz ist. Gell? So, jetzt eine Frage zu den Dosen. Welche Farben wurden dazu benutzt? Ja, das war es war eigentlich nur eine Farbe, es war dieses Cremegrün. Ich gucke nach, nein, heißt das cremiges Grün? Ich hole gleich. Hier, nein, ich habe das hier. Das heißt, Gott, wo ist meine Brille? Ich habe sie doch hier gehabt. Das heißt Country Green. Ah, Country Green, okay. Das war dieses Grün, also Country Green. Und darüber Walnuss, also dieses Walnussgel, wie wir eigentlich immer arbeiten, darüber dann nicht mit Hartweiß, sondern mit Cremeweiß, Trockenpinseltechnik, aber nicht nur Trockenpinseltechnik, was ich auch mir ein bisschen angewöhnt habe, wenn ich es ganz wüst haben will, dass ich mit so einem Schwämmchen nochmal in das Weiß reingehe und dann auch mal ab und zu mit dem Schwämmchen da drauf gehe. Was man auch machen kann, was ich auch gern mache, dass ich dann auch ruhig ein bisschen von dem Grün noch auf dem Schwämmchen habe und vielleicht auch im Braun und das Ganze dann so ein bisschen vermische, dass man so Farbchangierungen hat. So, gehen wir weiter. Da haben wir mal was anderes gemacht, das heißt, das ist ein Layout und da haben wir die zwei kleinen Motive von der Kronenmold genommen. Und dazwischen ist das echte Kordel. Das heißt, die Kordel haben wir aufgeklebt, dann alles angemalt, dann diese kleinen Teile dazwischen gesteckt und das Ganze ist jetzt auch nur mit dem Shimmering-Pigment. Das heißt, jetzt kann ich direkt gucken, wie dieses Grün heißt, was wir bei HSE hatten. Kieferngrün, das ist das Kieferngrün, dann Walnussgel braun und zum Schluss nichts anderes als das
Pigmentfix mit dem Shimmering-Pigment drauf. Das macht das Ganze so metallisch. Das sieht wirklich so ein bisschen metallisch aus. Und hier oben haben wir das gleiche mit dem Rot, mit dem Weinrot, was wir auch bei HSE hatten und dann mehr oder weniger genauso gearbeitet. Weinrot, Walnussgel, die Kordel dazwischen und zum Schluss dann das Pigmentfix mit dem Shimmering-Pigment, dass Sie einfach mal so diese Unterschiede sehen. Der Engel in der Mitte ist allerdings mit dem Metallic-Pigment gemacht und dann den Schichten Walnussgel und weißer Wachs und zum Schluss wieder ein bisschen Pigmentfix mit Metallic. So, oben drüber haben wir dann unsere Kugeln, die wir ja in verschiedenen Farbvarianten jetzt gebastelt haben, einfach um Ihnen zu zeigen, wie unterschiedlich das auch aussieht, und es ist eigentlich egal, was Sie machen, Sie sehen immer toll aus. Also wenn Sie sagen, ich bleibe in dem Weinrot dieses Jahr, dann kann man das zum Beispiel so gestalten, man kann es zum Beispiel mit diesen, sag ich jetzt mal, Steinchen, die wir da genommen haben, mehr mit diesen Vintage-Steinchen kann man das gestalten. Wir basteln gleich sogar eine weiße. Den Rest habe ich mit rosarot gemacht, also das ist vollkommen egal. Das ist simpler Panesamt, den wir da benutzt haben auf diesen Styroporkugeln. Zeige ich Ihnen gleich, haben wir schon mal gezeigt, wie das geht, aber ich zeige es Ihnen gleich nochmal in Schnellformat und dann auch, wie Sie das mit den Molds machen, dass die so gebogen sind und dann toll auf diesen Kugeln passen. Also die Kugeln sind echte Hingucker, in Natura sind sie ein Traum. Ja. Auf den Flaschen ist welche Farbe als Untergrund? Das ist dieses Beige, matt, Acrylfarbe matt in Beige. Acrylmatt Beige. Genau, Beige. So, jetzt kommt eine kleine Unterbrechung, bevor wir weitergehen, und zwar eine kleine Vorschau. Eine kleine Vorschau. Da war einfach der Tisch leer, dann habe ich gesagt, komm, machen wir eine Mini-Vorschau auf das, was am 8. September kommt. Und zwar kommt Halloween. Und zwar Reispapier-Halloween und ein Papierset Halloween kommt. Und es kommt wirklich toller, passende, sag ich jetzt mal, Embellishments. No, mehr verrate ich nicht. Nur wer Halloween-Fan ist, hier haben wir mal einen kleinen Eindruck, weil es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe versucht, ein edles Halloween zu machen, ein altes, edles, antikes Halloween. So, da jetzt sieht man das ein bisschen, wie es aussehen wird. Eine Frage zur expandierenden Paste. Ja. Kann man die einfärben oder übermalen? Man kann sie auf jeden Fall übermalen, einfärben kann man bedingt, das heißt, wenn man jetzt das mit einer anderen Farbe mischt, wenn man zu viel Farbe nimmt, dann also geht die nicht mehr hoch. Und wenn man aber wenig Farbe nimmt, dann geht die zwar hoch, aber das, was hoch geht, ist weiß. Das ist immer weiß und die Farbe bleibt unten drunter. Deswegen haben wir jetzt auch also eine andere Farbe bestellt. Wir haben mehrere Muster bekommen. Wir haben uns für ein Muster entschieden, und zwar welche so ein bisschen auch auf alt aussieht. Das ist das, was Sie eben gesehen haben. Das ist das Muster, was es dann ab 1. Woche September bei uns im Shop dann gibt. Das ist dann erstmal dieses Braun, und wir haben aber dann gibt es noch so ein Antikgrün, was aber wie so eine neue Farbe Moospaste ist, wo da doch diese kleinen Fädchen mit drin sind, was man alles sensationell miteinander kombinieren kann, was also nicht nur für, sag ich jetzt mal, Halloween toll aussieht, damit man diesen alten Effekt hat, sondern was auch natürlich für sämtliche anderen Layouts toll aussehen. Aber die Sachen werden erst fertig 1. Woche September, gell? Richtig, Sam? Hoffen wir. Ja. Gut. Ja, die brauchen, wenn Sie für uns Sachen extra produzieren und die auch mehr oder weniger extra herstellen, dann dauert das halt ein bisschen länger. So, jetzt gehen wir in den Bereich Paris. Das ist sag ich jetzt mal, eine Farbkombination, die helf mir mal, Sam, wann kommt das jetzt? Im Oktober? Anfang Oktober? Mitte, Ende Oktober, glaube ich. Nee, Ende Oktober kommt Harlequin. Ich glaube, Anfang Oktober wird das kommen. Ich habe jetzt gesagt, wir machen ein bisschen was
nur, also ganz, ganz wenig. Wir haben jetzt wirklich nur die Schmetterlinge genommen und so 2, 3 Kugelsorten davon und diese einen Eiffeltürme. Der Rest kommt alles, aber es war einfach mal, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt einfach noch eine andere Farbkombination, dass man sieht, wie unterschiedlich man auch arbeiten kann, und habe jetzt einfach mal mit diesem Altrosé und mit dem Blau das kombiniert, dass man das halt sieht, auch mit den Altrosé-Steinen. Aber da kommt noch eine komplette Kollektion, die kommt Anfang für Weihnachten. Genau, für Weihnachtskollektionen kommen traumhaft schöne Sachen, alle ganz, ganz viel Bling Bling, wer das mag. Also ganz, ganz toll, und wir haben es jetzt erstmal so angefangen. So, aber jetzt wirklich muss ich mal ein bisschen ausholen. Wenn man diese antik goldenen Bänder sieht, wenn man so guckt, also Weihnachten, da gibt es eine Firma, Goodwill oder Catherines, die wirklich unendlich teure, traumhaft schöne Sachen machen. Und da waren immer diese Art Bänder drauf. Und ich habe immer gesagt, warum sehen die Sachen so toll aus? Weil da immer, das passte alles. Das waren die passenden Strasssteine, das waren die passenden antiken Bänder. So, jetzt haben wir die Bänder hier. Ich kann sie Ihnen nur ans Herz, ich weiß, dass die ohne Ende schon gekauft wurden. Wir haben auch schon wieder nachbestellt. Aber wenn Sie diese Art basteln mögen, ob es jetzt um eine Shadowbox ist oder ob es um diese Kugeln ist, dann sollten Sie sich diese Bänder holen. Die Bänder sind der Knaller. Dieses Altgold und dann dieses, hier sieht man sie wieder am Rand. Es ist eigentlich egal, was man mit denen macht. Auch hier, geh nochmal auf dieses Layout, auf die kleine, auch rechts, aufs Layout. Da, ja. Selbst wenn man die einfach so um dieses MDF-Schild tut, die sehen einfach nur toll aus. Das ist einfach, du wertest alles sofort auf, ob es auf eine Flasche tust, um MDF-Teil. Sie sind einfach genial. Also nur wem es Spaß macht, wo die ankamen, ich war komplett aus dem Häuschen. Weil man kann wirklich so viel Sachen damit machen. Eine Frage Ja. zu den Dosen. Ist das Samt auf Ja. den Dosen? Genau, das ist auch einfaches Panesamt. Die haben wir damit überzogen. Das heißt, da ist unten und innen Doppelklebeband gemacht. Also wir haben gar nicht geklebt, die ist lose drumherum. Und nachdem wir das dann reingeklebt haben, haben wir nochmal von unten einen Deckel aus Papier gemacht und von innen nochmal Papier, damit das damit fest war. Und so ist das eigentlich eine sehr saubere Sache, sieht sehr schön aus. Und man sieht aber keinerlei Klebesachen. Man könnte noch 2, 3 Stücke, sage ich jetzt mal, Doppelklebeband auch auf die Dose tun. Haben wir hier nicht gemacht. Wir haben also effektiv nur unten und innen mit dem Doppelklebeband gearbeitet. Frage, gehören die Perlen zum Band? Gehören die Perlen zum Band? Jetzt, die man jetzt hier sieht, auf dem Layout vielleicht, das ist ein extra Perlenband. Das kann mir gleich mal einer holen. Das muss ich, ist das noch da oder ist das ausverkauft? Die ist ausverkauft. Ist ausverkauft, okay. Eine liegt ja noch da, aber glaube ich, aber die ist ausverkauft. Ja, das war jetzt ein Band, wo die Perlen bereits mit eingenäht waren, was jetzt außenrum um diese Shadowbox ist. Und hier haben wir jetzt wieder diese antik-goldenen Dekobänder benutzt, und da habe ich aber jeweils immer so einen Tropfenstein draufgeklebt, wenn man das jetzt hier an den Seiten so sehen kann. Wie werden die Bänder aufgeklebt? Ich mache das ja mit Heißkleber, gell? Pünktchenweise mit Heißkleber. Wobei ich jetzt viel draußen gearbeitet habe, und ich habe heute auch schon gesagt, heute war hier wieder so warm. Also so viel Glück wie mit dieser Wärme werden wir bald nicht mehr haben, weil dann kann man auch problemlos mit dem 3D-Varnish arbeiten. Das trocknet so schnell, da machst du das drauf, tust das Band drauf und es ist trocken, gell? Aber das ist natürlich nur, wenn du so ein tolles Wetter draußen hast und du draußen basteln kannst. Auch wo ich die ganzen Dinger mit dem Wachs gemacht habe. Die MDF-Layout, die Steine. Kannst du nochmal erklären, was das ist? Die Perlen. Okay, ja, dann genau, kann man sagen. Jetzt gehen wir nochmal. Also, das sind ja diese, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wir haben diese MDF-Schilder ja auch in groß gehabt. Ich drehe sie mal um, dass Sie sie genau sehen. Jetzt haben wir sie auch in klein, das sind die jetzt in klein. Und hier haben wir dieses Band, das ist
Dieses Band, jetzt kann man das mal ganz genau zeigen, das ist dieses Band, haben wir von außen rum gemacht, dann haben wir einmal das Strassband in Blau, das Perlenband und wieder das Strassband in Blau reingegangen. Man muss das nicht so üppig machen, es sieht aber halt einfach toll aus. Jedem das seine, aber wo es mir halt einfach darum geht, das sind diese Bänder. Jetzt kann ich sie mal zeigen. Wir haben einmal dieses tolle Band, jetzt kannst du auch schön nah drauf gehen, dann kann man das richtig schön sehen. Das ist halt dieses tolle Altgold und mir gefällt es enorm gut. Dann haben wir das ist natürlich das, jetzt sage ich jetzt mal, die Form, wo man wirklich weiterarbeiten kann, wo man also immer hier in die Mitte etwas reinsetzen kann oder vielleicht hier an die Spitze oder dazwischen. Also da kann man auch unheimlich viel noch machen mit dem Band. Und dann haben wir noch, wo ist denn das dritte? Das dritte. Habe ich das gar nicht hier? Doch, das haben wir vorgezogen, das sollte eigentlich noch gar nicht kommen, weil das ein bisschen für Harlekin passt. Nee, wo ist es denn? Da. Das erinnert mich so ein bisschen an Pik und Herz oder so etwas, gell? Aber wir haben es vorgezogen, das ist auch, das habe ich dann immer so in die Mitte genommen. Das ist das Einzige, was fantastisch ist, mittig zu machen. Also mir gefallen diese Bänder alle ganz, ganz toll und sie geben diesen antiken Finish. So, hier sehen Sie auch, dass ich hier mit Krakellack gearbeitet habe, aber ich habe es mal nicht braun gemacht, sondern ich habe es einfach mal so gelassen, weil ich fand diesen Effekt auch total gut. Es sieht ein bisschen alt aus, aber man hat nicht die braunen Linien. Ist Geschmackssache, aber ist mal was anderes, gefiel mir auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder weiter und da sehen Sie, dass wir jetzt zum Beispiel nicht nur die Kugeln in groß, also die großen Styroporkugeln genommen haben, die 12, das sind jetzt die man jetzt alle so schön von der Seite sieht und keine von vorne. Warte mal, welche sind denn das? Sind das die linken oder die rechten? Okay, dann drehen wir sie doch mal um, weil wir sie unterschiedlich haben. So. Jetzt kann man die aber sehr gut zeigen. So, da haben wir, wie man jetzt wunderbar, ich gehe jetzt nochmal auf die Seite, haben wir das, was wir aus der Mold rausgenommen haben, haben wir hier unten gebogen. Sehen Sie, dass die beiden, dass das so auf die Styroporkugel aufgeklebt wird. Hier haben wir sie dann zusammengedrückt und haben sie zusammengeklebt. Das gleiche natürlich hier unten mit dieser kleineren Form. Und dann haben wir weitergearbeitet. Das heißt, wir haben dann hier dieses eine Element aufgesetzt und das zeige ich aber gleich nochmal ausführlich, weil das ist ja auf Stoff aufgesetzt und damit man diesen Stoff nicht sieht, sind wir hier noch mit einzelnen Tropfen draufgegangen. Und es ist jetzt unterschiedlich, ob man sie jetzt so macht. Jetzt gehe ich aber mal, Sam, zu der anderen hier runter, gell? Weil ich sehe nicht, ob du mir folgen kannst. Ich hab dich. Hast du mich schon? Weit im Voraus bin ich. Ah, okay. So, und hier haben wir es jetzt wieder anders gemacht. Das heißt, hier haben wir die irisierenden Tropfen dazwischen gesetzt und auch mal diesen viereckigen irisierenden Stein, den wir hier auch haben und dann nochmal einen Tropfen hier unten. Also einfach mal ein bisschen anders gestaltet, aber da kann jeder wirklich machen, wie er will und das ist das Schöne. Und halt immer so diese Bänder, manchmal habe ich sogar hier auch dieses Band drüber gezogen. Also da können Sie machen, wie Sie wollen. Einfach mal hier die Kronen auf die Kugeln oder auch ganz edel, bist du da drauf? Die Krone an sich und da haben wir jetzt von hier zwischen diese zwei Kronen einen Kettelstift nach da, wo man draufhängen kann und wieder einen Kettelstift nach unten, wo man diese Perle dann dranhängen kann. Und das ist relativ einfach. Hier ist also wirklich immer nur das große, was zusammen ist, Ornament. Dann haben wir hier diese, wie heißen die eigentlich bei uns? Champagnerfarbene Tropfen oder wie heißen die? Das kann ich dir nicht sagen, aber die sind in der Gruppe. Ja, genau, diese Tropfen reingegeben und dann noch einmal hier diesen tollen Bernstein-Anhänger, den wir unten haben, der ist auf jeden Fall auch in der Gruppe. Und den habe ich immer, das sieht man glaube ich hier ziemlich gut, den habe ich immer so leicht schräg darunter reingesteckt und geklebt, dass der ein bisschen absteht.
So, Eine Frage. Jetzt gehe ich wieder zurück, ja? Der Samt auf der Kugel, ist das Samt zum Aufstreuen? Nein, nein, das ist richtig einfacher, der günstigste Panesamt, den man so finden kann. Und ich wollte das eigentlich auch... Du zeigst das gleich, ne? Genau, ich wollte es auch gleich Kugel zeigen, wie man das macht. Ich habe das hier. Also wir machen das gleich alles ein bisschen im Schnellformat, dass wir heute noch ein bisschen was geschafft bekommen. Haben wir den Samt im Shop? Nein, 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 den kriegen Sie aber wirklich... und das Problem ist, unsere, wie sagt man da, Tischläufer, die wir aus Samt haben, die sind alle relativ hochwertiger Samt und der lässt sich nicht so dehnen. Also da muss man wirklich einfach mal googeln und gucken, dass man so einen günstigen kriegt. So wirklich diese für 2 € gibt es den Meter. Ja. Diese Panesamt sind die besten, weil die sich ein bisschen dehnen lassen, die sind nicht so dick und die kann man am besten verarbeiten. Das heißt, wenn man das jetzt hier, kann ich ja jetzt zeigen, hier, die Styroporkugeln machen wir immer an der Seite, also einmal rum, meistens mit dem Messer machen wir einen Schlitz. Dann, das ist jetzt so dieser typische Panesamt und jetzt sieht man das, wie der sich dehnen lässt. Gell? Der ist jetzt nicht stabil oder dick, sondern der lässt sich richtig, so. Das sind diese Panesamt, diese brauchen Sie, nicht diese teuren, festen, guten, sondern wirklich diese günstigen. So, und dann machen Sie nichts anderes, als dass Sie das ansetzen hier. Und wo habe ich jetzt was? Jetzt nehme ich gerade das. Und dann drücken Sie die hier in diese Schlitze rein, da, so, richtig. Was ich jetzt immer gemacht habe, ich bin ja da einer, der ein bisschen schmerzfrei ist, ich ziehe das jetzt, drücke hier das alles rein. Und alles, was hinterher so übrig bleibt, gell, das schneide ich dann einfach ab. Sehen Sie, das ist ja jetzt fest. Ich mache jetzt nicht komplett, weil das würde jetzt alles viel zu lange dauern. Es geht ja jetzt hier nur darum, dass Sie wissen, wie es geht. Sehen Sie, wenn ich das, natürlich auch auf der anderen Seite bleibt ja jetzt, hier ist jetzt die andere Seite, gucken Sie, wie viel da übrig bleibt. Gell. Da gehe ich jetzt natürlich genauso hier so rein. Und wenn ich alles reingedrückt habe, schneide ich hier außenrum ab. Sehen Sie da, einfach ab. Hier schneide ich alles ab. Jetzt kann man den Rest, sehen Sie, wenn das so ist, stecke ich einfach hier rein. Und dann habe ich das hier komplett alles reingesteckt und dann lege ich los. Dann können Sie entweder, hast du das zufällig als Bild, diese Diamantkordel, haben wir die zufällig drin? Nee, okay. Hä? Ja, genau. Dann kann man, so wie hier das Beispiel, da kann man zum Beispiel diese Diamantos, das ist so eine tolle, runde, glitzernde Rolle, die gibt es in Gold, in Champagner, in Rot, in Anthrazit, kann man da draufkleben. Man kann aber auch direkt, sage ich jetzt mal, mit einer Straßkette draufgehen, mit einer der Perlenketten. Und was ich dann halt immer gemacht habe, wenn ich das in der Mitte hier draufgeklebt habe, also ich klebe hier ja sonst nirgendwo, hier ist ja alles unter Spannung nur. Hier den Kleber drauf, die Diamanto drauf, damit ist diese Kugel, sage ich jetzt mal, fest. Und dann kann ich diese Sachen alle hier noch an die Seite machen etc. Und dann kann ich einfach weiterarbeiten. Jetzt mal eine kurze Frage an alle. Soll ich zeigen, wie man die Molds hier drauf macht oder ist das verständlich? Weil dann müsste ich jetzt mal ausgießen gerade. Können Sie das nachvollziehen? Können wir das nicht nachreichen in vielleicht einem kleinen Video, einem kleinen dass Video, wir ja. heute nicht so viel Zeit verschwenden? Irgendwie haben wir schon. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt der mal dir. Also wenn man es unbedingt sehen will, gieße ich gerade aus und dann zeigen wir das halt rasch. Gell? Sonst würde ich gleich einfach an dieser Kugel weiterarbeiten, dass Sie diese Basis schon mal haben und dann gehen wir nochmal weiter an die nächsten Sachen. So, jetzt zeigen wir erstmal noch weiter die Beispiele und dann gehen wir auf die Molds ein. Video reicht. Ja, okay. Ja, dann haben wir hier nochmal so ein Bild und da sehen Sie, dass ich oben auch das Band auf die Krone drauf gemacht habe, weil das gefiel mir auch so gut, dass man also auch ruhig dieses Band mal auf die Krone macht, in Kombination das habe ich nicht gesehen. Das sieht toll aus. Hä? Das sieht toll aus. Ja, sag ich ja. Tolle Idee, Frau Siegmann. Ja, Herr Genau. Meine ja, da wären Sie nicht drauf gekommen. Nee, hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Also, wären Sie nicht drauf gekommen. Okay? So, meine ich ja. Und ja, das ist dann halt auch nochmal diese Kombination an Bild und
zeige es mal ganz, du bist jetzt so langsam. Weißt du, was ich jetzt aber mache? Ich gieße es jetzt gerade aus. Das ist ja wirklich keine große Sache, das gleich zu zeigen. Eine Dann haben wir's Frage, gemacht. wie groß ist die rosa Kugel? 12 cm. Wir haben 12 cm sind die Kugeln und 8 cm sind die anderen Kugeln. Genau. 1. Zeige ich jetzt weiter hier Bilder? Oder Du zeigst weiterhin Bilder. Ich gieße das gerade aus. Du kannst ja auch mal einen schönen Kommentar dazu geben, Herr Gneiting, oder? Schaffen Sie das nicht? So, nein, hier habe ich jetzt auch mal eines von unseren MDF-Boards genommen und habe da nicht nur das Reispapier rein, sondern auch mal außenrum, statt zu malen, ist hier wirklich mit den Bändern gearbeitet worden und mit diesem wunderschönen Samtband von Vivant. Da möchte ich aber noch mal erinnern, dass wir dieses tolle, das ist ja beidseitig, dieses Samtband, dass wir dieses tolle beidseitige Band nicht nur in dem Blau haben, sondern wir haben das auch in so einem Grün. Ist das nicht auch drin, Sam? Das kann Oder ich Ihnen nicht erwische ich dich jetzt irgendwo bei, dass wir das nicht drin haben? Ich gucke einfach die Bilder und sage, wunderschön. Wunderschön. Ich höre dich gar nicht zu. Nein, ich weiß nicht. Das Blau ist auf jeden Fall drin. Weil das so ein Altgrün ist und ich denke einfach, dass das in Kombination mit diesen antik goldenen Bändern müsste das auch sensationell aussehen. Du hast recht, ich kann gleich gucken. Jetzt habe ich natürlich nicht genug, jetzt muss ich noch direkt einmal nachmachen. Nicht genug angemischt, ist klar, wenn man das auf die Schnelle macht. So. Aber solange Chefin guckt, kann ich ganz kurz auf die Verlosung gehen, oder? Ja, genau. Du gehst jetzt auf die Verlosung. Ich muss gerade mal ein bisschen mischen und gucken hier. Du gehst jetzt, so. Und zwar haben wir heute gesagt, müssen wir jetzt mal 4 Sachen machen, die fertig sind. Das sind wunderschöne Kisten. Und zwar die 3 Stück verlosen wir 4-mal. Die sind jetzt nicht wirklich zum Weiterbasteln, aber sie sind wirklich was ganz Edles, was Schönes, weil das, was wir heute verlosen wollten, konnten wir nicht, weil es nicht eingetroffen ist. Aber nächste Woche gibt es dann wieder etwas, sage ich jetzt mal, Bastliges, was wir verlosen. Aber die Boxen sind trotzdem total schön verarbeitet. Die sind traumhaft schön gemacht, ja, das sind wirklich wunderschöne, überall Sachen. So, jetzt, jetzt wieder auf mich, ja, ich muss noch gerade einmal den Rest hier rein und den Rest da rein und so, jetzt haben wir das. Jetzt arbeiten wir einfach weiter und in dem Moment, wenn das so weit abgebunden ist, dass wir das auf die Kugel tun können, werden wir das auf die Kugel tun. So, wir reden jetzt schon die ganze Zeit immer von den Molds und haben die Molds noch nicht einmal gezeigt. Dann sage ich, zeigen wir die Molds doch mal. Ganz davon abgesehen, dass Sie sie garantiert schon kennen, aber jetzt zeigen wir sie mal. Also, es gibt die Kronenmold und die Kronenmold ist also nicht nur die Krone, die wir jetzt, glaube ich, genügend gesehen haben, sondern es gibt halt diese 2 einzelnen kleinen Teile, die Sie jetzt auch unterschiedlich verarbeitet gesehen haben und hier unten das Ornament. Und das Ornament lässt sich sehr schön kombinieren mit diesen Teilen, entweder, dass Sie die da drunter tun, dass Sie die damit das Ornament verlängern, etc. Also das ist so diese eine Mold, die wir haben, das ist die sogenannte Krone. Und die zweite Mold ist den Engel, den man jetzt auch natürlich schon viel gesehen hat. Engel, Eule und noch so, das ist ganz toll, dieses Ornament. Und dann nochmal dieses typische Weihnachtsornament. Hier habe ich jetzt mal den Engel farbig gemalt, so ein bisschen auf alt. Da kann man so ein bisschen sehen, was man auch machen kann. Also man muss sie nicht nur einfarbig, sondern wirklich hier ist halt also wirklich wie ein Gesicht. Und da sehen die richtig alt aus. Wenn man jetzt noch einen Touch mehr machen möchte, dann könnte man problemlos nur das Gesicht zum Beispiel mit Krakellack überziehen. Und dann auch nicht unbedingt braun machen. Einfach, dass dieses Ganze dann noch so aussieht wie Holz und dann noch krakeliert. Also ich weiß nicht, ob ich dazu noch komme, aber wir bieten ja die Molds
jetzt hier bei uns im Shop extrem günstig als Paar an, dann gibt es sie einzeln und am 30. September gibt es sie auch wieder einzeln bei HSE, wie wir das mit den anderen Weihnachtsmalls auch gemacht haben. Deswegen wer jetzt, also Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie einen Frosch im Hals, wer jetzt sagt, nee, im Moment geht das nicht, hat immer noch die Möglichkeit, falls die bei uns hier dann ausverkauft sind, sie dann am 30. bei HSE zu bekommen. Aber nochmal, man kann die auch wirklich so anmalen, sodass sie diesen alten, antiken Holzeffekt haben. Was ich ganz besonders an dem Gesicht liebe, ist, wenn man das Gesicht einzeln macht, also man kann das ausdrücken einfach und dann, das kann man machen wie Mond oder Sonne, also wer so andere Sachen mit den Molds macht, dieses Gesicht an sich ist so schön, das kann man wirklich ganz toll machen, wie, sag ich jetzt mal, wenn man einen Mond machen möchte oder eine Sonne machen. Das sieht super schön aus, also da habe ich schon was gemacht, ich hoffe, wir schaffen das noch zu zeigen. Ja, nein, die Eule macht man nicht raus, diese Eule kann man auch einzeln machen. Also man kann das Ganze auch einzeln machen. Wir machen das auch gleich. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, in welche Richtung wir jetzt gehen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt auf die Schnelle mal eine Kugel hier. Und zwar, die habe ich vorbereitet. Da habe ich es jetzt mal weiß gemacht. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist ein bisschen anders. Ich habe auch hier habe ich mal Anthrazit genommen, ich habe diese goldenen auch hier genommen. Dann an die Seiten, immer wo diese Lücken sind, gebe ich immer gerne so Federn rein. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Und hier ist jetzt das Kieferngrün drauf, was eben auf dem Layout auch drauf war. Und dann noch Walnusslasur. So, und jetzt machen wir mal gerade das Shimmering Pigment, dass Sie einen Eindruck bekommen, wie das aussieht. Und dann machen wir auf die Schnelle das mal mit dem, dass Sie genau sehen, wie ich das hier gemacht habe. Ja, weil da sind ein paar Lücken, da sind ein paar Tricks, die man da anwenden kann, die zeigen wir Ihnen. Und wenn wir das gemacht haben, dann machen wir nochmal etwas richtig mit den Molds. Und zwar arbeite ich heute, wo ist das Zeug? Arbeite ich heute mit das. Viele kennen das bestimmt. Wir werden das jetzt auch bei uns ins Programm aufnehmen. Und zwar, ich hoffe, dass das nächste Woche da ist. Es soll diese Woche ausgeschickt werden, dann finden Sie das bei uns im Programm. Das ist eine andere Knetmasse wie Hati. Ich persönlich finde sie, um in einem weiter zu basteln, wesentlich leichter. Deswegen werde ich gleich damit arbeiten und dann werde ich Ihnen so ein bisschen zeigen, was man damit so machen kann und wie das funktioniert. Und sobald die im Shop ist, geht ein Newsletter raus und Sie können sie haben, weil sie ist irgendwie scheinbar in Deutschland nicht so leicht zu bekommen. Ich habe sie auch bestellt hier, weil ich es mal ausprobieren wollte und ich bin wirklich begeistert. Also haben wir gesagt, nehmen wir sie in den Shop auf, dass wir sie haben. So, Shimmering Pigment wird genauso angemischt, tja, wo drin jetzt? Genauso angemischt wie das andere, das heißt, wir geben ein bisschen Pigmentfix rein. Jetzt nicht böse sein, immer wieder das Gleiche. Das scheint immer so diese paar Tage, wenn wir hier nichts gemacht wird drin. Es ist ein dreckiger Becher, also nicht denken, aber fest getrocknet, das ist jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Jetzt geben wir da auch wieder von dem Pigment drauf. So, und dieses Pigment, also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Pinsel haben, wo Sie vorher mit dem Pigment gearbeitet haben und da ist noch ein bisschen was drauf und Sie gehen dann in Lack oder so, dann haben Sie diesen ganz, ganz feinen Glitzer oben auf dem Lack und das sieht toll aus. Also nur so als Möglichkeit. Man kann das wirklich in Lack mit einmischen, man kann es natürlich auch mit dem anderen Gold zusammenmischen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen zu wenig. Und je nachdem kann man das, wie viel Schimmer man haben will, ist natürlich auch, wie viel man da rein tut oder nicht. Es ist aber grundsätzlich halt nicht deckend. Ich zeige das jetzt mal hier drauf, auf dem Weiß, da sieht man das richtig. Jetzt muss man mal gerade von oben, Benny, bitte. Ah, nee, da sieht man noch weniger. Egal, dann gehen wir jetzt hier drauf, da sieht man es noch besser. So, und jetzt nehme ich das hier und du gehst mal richtig genau. Und jetzt zeigen wir das ist jetzt wirklich transparent. Sehen Sie, jetzt gibt man da dem Ganzen einfach nur einen Goldschimmer.
Und das sieht einfach toll aus. Das bleibt jetzt hier teilweise in den Ecken hängen und je nachdem, wie man will, man muss natürlich bedenken, dass dieses Weißliche weggeht, wenn es getrocknet ist. Gell? Aber dieser Effekt, den man bekommt, jetzt muss gerade mal hier, ich muss auch noch hier diese Seiten, sonst sieht das dumm aus. Und dann gehe ich hier auch noch, immer wenn so ein bisschen zu viel Weiß hier ist, nehme ich das mit dem Pinsel einfach nochmal weg. Aber gucken Sie mal, wie toll das aussieht, oder? Also ich mag das total gern. Das hat so was ganz Edles, ist nicht so direkt dieses Wumm wie das Gold, sondern es hat diesen Glanz und halt diesen Schimmer. Und hier unten gehe ich auch, also nicht so ordentlich drüber, sondern einfach, dass ich auch hier unten nur so einen Schimmer habe und mache das Gleiche jetzt gerade mal auf der Rückseite. Eine Frage, ja. Wie lange hält das Fläschchen? Welches Fläschchen? Die Dose, keine Ahnung, kommt darauf an, wie viel Glimmer Sie benutzen. Das können Sie gleichsetzen mit dem Metallic-Pigment. Also Sie können, wenn Sie immer so vollen Glimmer haben, dann würde ich sagen, nehmen Sie genau die gleiche Menge wie Sie mit dem Goldmetall. Wenn Sie weniger haben wollen, kommen Sie natürlich weiter. Sie können das ja selber benutzen, wie Sie wollen. Das, was ich jetzt hier habe, ist wirklich, sage ich jetzt mal, volle Pulle, oder? Das ist jetzt wirklich, wenn man das anguckt, das ist nicht nur wenig, das ist wirklich viel. So. Aber man kann es ja auch wirklich fast für alles benutzen, um nur einen Hauch drauf zu tun zum Schluss, oder so wie ich jetzt hier mehr oder weniger alles komplett damit zu machen. Aber ich kann Ihnen auch gleich noch mal was zeigen, und zwar auf diese. Man kann das auch benutzen, jetzt tun wir das mal gerade zum Trocknen hin. Wenn ich jetzt das hier mal, wenn man jetzt das hier, jetzt ist es etwas schwieriger zu sehen. Das ist jetzt das Metallic, danach ist Walnuss drauf, danach ist weißes Wachs, dieses alte weiße Wachs. Und dann ist noch mal ganz ein bisschen mit dem Metallic drauf. Aber hier kann man jetzt auch, und zwar könnte man jetzt hier auch kleine Akzente setzen, indem man hier jetzt noch mal ganz leicht, nur ganz leicht, sehen Sie, wie das Gesicht jetzt über das Gold noch ein bisschen glittert. Also man kann jetzt noch ganz leicht hier nochmal mit dem Glimmer drüber gehen und es sieht wieder ganz anders aus. Also auch so etwas kann man machen, dass man ganz leichten Glitter, man hätte jetzt auch sagen können, man macht nur die Flügel zum Beispiel oder nur an bestimmten Stellen. Also da kann man auch noch machen, wie man möchte. So, das ist das. Jetzt haben wir das Schimmer gezeigt. Das ist auch egal, wo drauf Sie das machen. Ich bin gerade am Überlegen, man kann es auch wirklich, man könnte es jetzt übers Gesicht, würde ich jetzt nicht gehen, aber hier, wenn ich jetzt hier, zum Beispiel das alte, da kann man nochmal drauf gehen, gell? Genau, wenn ich jetzt hier einfach nur diesen ganz, ganz minimal oder hier ganz, ganz minimal, dann habe ich einen ganz, ganz feinen Glitter nochmal da drauf, aber wirklich so minimal. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Sie werden das sehen, wenn Sie das machen, es sieht immer nochmal ein bisschen anders aus, wenn man da diesen feinen Glitter. Wir haben ja das in Silber, wir haben ja diesen Silber-Glitter-Pigment und das normale Silber und da merkt man das ja schon. So, jetzt muss ich hier ein bisschen gucken, aber das ist noch nicht so weit, es wird schon, aber ist noch nicht. So, jetzt tun wir das hier wieder rein. So, und wenn ich dann anfange, wie mache ich denn das jetzt, damit Sie das am besten sehen? Oh, ne? Ich müsste da irgendwie mir was bauen, damit ich das hier so machen kann. So? Oder nee, Benny, du machst es von oben. Okay? Okay? So, genau. Ich muss es eigentlich so leicht schräg hier haben, muss ein bisschen, da, jetzt habe ich es mir gebaut. So. Eine Frage, also, ja. Was ist das für ein Glitter? Nicht das Goldmetallic, oder? Nein, nein, das nennt sich, du hast es doch, Benny, tu es doch mal einblenden. Shimmering Pigment nennt sich das. Da, genau, da haben Sie die Artikelnummer. Das ist halt nur Glitzer, gell? So, also ich habe immer angefangen. Es gibt dieses was zusammengenäht ist auf so, was man eigentlich für Stoffe nimmt, sind diese Applikationen. Gell? So,
Da habe ich angefangen, das heißt, hier gehe ich mit ein bisschen Kleber und setze das hier an diese, sage ich mal, Kante. Hier ist ja so eine Spitze, die von der Krone übrig bleibt, und dann setze ich das an die Kante. So war mehr oder weniger immer mein Anfang. Dann gehe ich weiter und überlege mir, was setze ich jetzt da drunter. Jetzt könnte ich natürlich direkt so etwas hier drunter setzen, das würde hier schon reichen. Das sähe hier, glaube ich, schon schön aus, weil wir haben das Grün, mache ich jetzt auch. Setze direkt so ein Steinchen da drunter, quetsche das immer so nah wie möglich da rein, hier zwischen, dass das so aneinander geht. Wie soll ich das jetzt machen? Ich muss mal gucken, dass ich das ein bisschen näher kriege. Tiefe, 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 Tiefe. Ja, jetzt muss ich weitergehen. Da. Genau, jetzt sieht man das auch relativ gut, dass man hier Lücken hat. Und zwar hat man hier Lücken und man hat da eine Lücke und hier sieht man ja diesen Stoff. Und das hat mich also gestört. Also, was macht man? Habe ich mir überlegt, ja, was mache ich für hier diese Lücken? Und da ist mir entweder diese Straßkette oder diese Perlenkette eingefallen. Und dann habe ich geguckt, okay, diese Perlenkette, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 3 von diesen Gliedern nehme, dann habe ich diese Lücke hier schon mal gefüllt. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Tropfen Kleber rein und stecke diese 3 Miniteile, die ich jetzt hier habe, diese 3 Milliteile, stecke ich jetzt hier rein. Muss das allerdings jetzt hier mal nicht gerade so, ist mir jetzt falsch rum reingefallen. So, umdrehen. Jetzt ist es ganz weg. Ist es denn wahr? Sekunde. Das ist der super Vorführeffekt. Jetzt ist es verschwunden hier unten drunter. So, nochmal rausholen und nochmal rein. Jetzt ist er voll mit Kleber. Ah, so, ist es denn wahr? Also, Sekunde, ich muss 9, der ist jetzt voll mit Kleber. Das ist natürlich perfekt. Also auf ein neues. Jetzt muss ich es leider so halten, sonst komme ich da nicht richtig dran. So, genau. Und jetzt ist es richtig. Müssen Sie ein bisschen gucken. Normalerweise arbeite ich immer noch mit einer Nadel. Da habe ich eine. Oder mit so einem kleinen Messer. Da kriegen Sie das auch immer in die richtige Richtung. So, jetzt haben Sie mein Gesicht viel gesehen, aber glaube ich nicht, jetzt sieht man die 3, gell, wie ich die in die Lücke habe, aber sie sind auch noch nicht so perfekt. Jetzt drehen wir sie noch da runter und da hoch und jetzt sind sie perfekt. Kann man es sehen? Ja, genau. So, und jetzt haben wir das hier noch, diese Ecke hier, und da habe ich das genauso gemacht. Da habe ich meine, es waren immer 5, 2, 4, 5, fangen wir mit 5 Gliedern an, 4 oder 5 waren es, ich weiß es nicht mehr. Fangen wir mal mit 5 an. Ja, die erste 5 passt. Dann, wenn Sie das, können Sie natürlich, gerade wenn Sie draußen arbeiten, können Sie das perfekt mit dem 3D-Varnish machen, da brauchen Sie keinen Heißkleber nehmen. So, und jetzt stecken Sie das da rein, sehen Sie? Da ist jetzt, steckt das erste direkt dazwischen und jetzt hier rechts sieht es aus, als wäre es ein bisschen, doch es ist gleich lang. Können wir nochmal 5 machen. 2, 4, 5. Und so verbinden Sie das Ganze, dass man keine Lücke sieht, sondern dass das wie so ein Schmuckstück aussieht. Das heißt, jetzt gehen wir auch hier wieder einen Tropfen Kleber rein und setzen das einmal hier an. Und stecken das, so wenn man das reindrückt, ist am einfachsten, wenn man das mit einem entweder ein Cuttermesser, weil die Spitze so schön spitz ist, oder so eine Nadel wie hier, kann man das da so reindrücken. So, sehen Sie so, und jetzt gefällt uns das noch nicht, dass man diesen Stoff hier so sieht. Jetzt haben wir das ja ist ja wie ein Guss, wie ein Ornament. Gell? So, und damit man jetzt diese Seiten da macht, da habe ich am liebsten die Tropfensteine genommen. So, und diese Tropfensteine gibt es, gibt es in dem, wo ich nicht weiß, aber sie sind in dem Ordner. Das sind diese Steine hier, die gibt es in klar, glaube ich, gibt es in diesem
ja, Champagner und gab sie, ja genau, das ist die Nummer von denen, die ich jetzt hier in der Hand habe. Und die gefallen mir, wenn ich so auf alt mache, immer am besten. Und das ist genau das Gleiche, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt in jeden Zwischenraum hier mit einem Tropfen Kleber rein, so, und stecke dann diese Tropfen hier einfach so dazwischen, dass sie jetzt da drin sind und diesen Stoff, sage ich jetzt mal, verdecken und das Ganze dann aussieht, wie als wäre es ein Ornament. Eine Frage. So, ja. Wie macht man das Aufhängeband an der Krone fest? Bevor man jetzt, wir können das gleich zeigen, sobald meine Kronen hier vorne so weit sind, dass ich sie rausnehmen kann, dann zeige ich das. Da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man macht einen Kettelstift rein, bevor man es zusammenklebt, oder man macht das Band rein, bevor man es zusammenklebt. Weil wir kleben ja diese zwei Kronen zusammen. So. Und schon haben wir dieses Ornament jetzt. Umschalten bitte. Genau. Und schon haben wir das Ornament jetzt wirklich wie in einem verbunden. Und ob man jetzt noch, sage ich jetzt mal, hier nochmal so ein grünes, das würde ich jetzt machen, das fände ich jetzt sehr schön, hier noch ein weiteres grünes hier reinmacht, dann hat man diesen ganzen antiken Look von dieser Kugel fertig. Das ist jetzt jedem selber überlassen. Oder ob er jetzt zum Beispiel nochmal mit dem Dekoband da drüber kommt. Und jetzt ist es jetzt mal wieder, Sie sehen, Sie haben ja jetzt die rosaroten Kugeln gesehen, Sie haben die roten Kugeln gesehen und das ist jetzt so goldgrün, also sieht jedes Mal anders aus. Also das sind ganz Sie, was Sie damit machen, diese Kugeln sehen halt einfach toll aus. Ganz besonders, also dieses komplette Ornament ist einfach ein Traum. Und ob Sie das mit den roten kombinieren, ob Sie das mit den Pinksteinen kombinieren oder mit den Rauchsteinen wie hier oder mit diesen Vintage, das ist allein Ihnen überlassen. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt gucke ich gerade mal, was meine Dinger sagen. So, die sagt schon mal, ich kann raus. Das heißt, Sie sehen, die ist noch nicht, wie soll man sagen, die ist noch nicht ganz komplett abgebunden. Wo ist denn unsere Kugel? Egal, jetzt nehme ich halt so eine. Stellen Sie sich vor, die ist überzogen. Was Sie jetzt machen ist, sehen Sie, dass Sie die hier so drücken und das hier so nehmen. Das heißt, ich klebe jetzt, ich kann jetzt hier nicht drauf, da habe ich eine. Ich muss die jetzt hier drauf kleben, weil Sie können nicht kleben auf Styropor mit dem Heißkleber. So würde ich die jetzt hier unten festkleben. Und weil Sie ja nur eine Mold haben, nicht wie ich zwei, müssen Sie die dann, wenn Sie das geklebt haben, so irgendwie hinlegen. Sonst, sehen Sie, das ist ja so weich, sonst fällt das Ihnen runter. Das muss hier gerade sein, damit, wenn es abbindet. Das heißt, erstmal hier das biegen, wie man sieht, das biegen, so festkleben, dass das richtig klebt und dann so hinlegen, damit das hier mit dem gerade ist. Also hier muss was Größeres hin, nicht wie das, am besten ein Buch oder so etwas. Ich habe Shadowboxen genommen, damit das so gerade ist. Und dann, wenn das so ist, wenn das so dann hier so drauf klebt, nochmal von der Seite, ich muss es jetzt halten, ganz gerade, wenn das so klebt, dann machen Sie das auf der anderen Seite einfach genauso. Ich hoffe, dass das jetzt, ist das rübergekommen? Hat einer noch eine Frage oder ist das verständlich? War schwierig, gell? Sabine? Kommt nichts? Ich glaube, es ist verständlich, oder? Nee, okay, also verständlich. Und hier sieht man es nochmal, wie diese Formen dann sein. Also man muss sie rausnehmen, solange die sich noch so biegen. Und was mir bei den Engeln wirklich passiert ist, dass die mir dann runtergefallen sind. Also unbedingt so irgendwie hinlegen, dass die hier dann liegen. Sonst, wenn die abbinden, Sie sehen, die fallen runter. Und wenn die erstmal hart sind, haben Sie ein Problem. Gell? Also deswegen hier etwas drunter machen, dass die so abbinden. So, jetzt
Wir sind heute sehr unkonventionell. Wir haben noch nicht mal gezeigt. Müssen wir die Herbstpapiere noch zeigen? Wir haben die gar nicht gezeigt bis jetzt, gell? So. Ich zeige sie ganz schnell. Also, komm, falls es noch nicht geguckt. Also, wir bieten das, was man jetzt schon 100.000 Mal gesehen hat, dieses eine Reispapierengel, aber es kommen noch 4 weitere, allerdings erst, wenn Paris kommt. So, und jetzt haben wir nochmal das Decoupage. Das sind halt die kleinen Motive. Dann haben wir, dann haben wir Eule mit Hirsch. Und dann haben wir das tolle Eichhörnchen und den Fuchs. Das sind die 4 Decoupagepapiere, die es, glaube ich, als Set bei uns gibt. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Und jetzt gehen wir zurück, was wir machen wollten, und zwar ein bisschen mit den Molds arbeiten. Wo ist denn mein da. Wann kommt Steampunk nochmal? Wann Steampunk kommt, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine, es ist auch Ende Oktober oder sogar November. Es könnte auch November sein. Also wir haben jetzt ein Ding nach dem anderen. Also wir haben jetzt erstmal Halloween am 8.9. Am 22., am 30. haben wir Sendung auf HSE. Da gibt es ein sensationelles Papierset. Und zwar für alle die Leute, die Mini mochten. Da gibt es jetzt in dieser Richtung etwas, was einfach nur göttlich ist. Also, und es gibt neue Wassertransfers mit Gold, Engel, ganz antike Engel und auch nur Wassertransfer in Gold, die extra so gemacht sind, dass man sie von hinten auf Glas aufbringen kann. Das heißt, dann haben Sie richtig dieses Gold und können aber den Glasteller und alles benutzen, weil ja von vorne Glas ist. Also die gibt es dann, und es kommt noch was, ich weiß es nicht mehr. Also das kommt jetzt am 22. im Livestream und dann auf der Sendung bei HSE am 30. Und dann geht es weiter mit erst Paris, mit tollen Reispapieren zu und die ganze Kollektion. Dann kommt die Riesenkollektion Harlequin. Ja, und er sagt schon zu mir, ich soll weitermachen. Also. Ganz kurz, wann kommt Wien? Wien weiß ich auch noch nicht. Ich muss gucken. Aber Wien habe ich mehr oder weniger schon in der Mache, aber wir müssen gucken, wie die Sachen reinpassen. Also Wien ist ja so etwas, was man so immer machen kann und meistens ist es ja so, dass man sagt, ab November wird ja wirklich nicht mehr so großartig Weihnachten gemacht. Also dachte ich, dass so Wien und Steampunk, das sind wunderschöne Themen für dazwischen. Das heißt für November, Dezember, wo man ja schon bastelt, aber man bastelt noch kein Ostern, aber auch nicht mehr Weihnachten. Also so in der Richtung. Das war so mein Gedanke. So, haben wir das Ding jetzt mal, dass wir das rausholen können. Hier, so, das auch langsam, ja. Na, da ist es noch nicht ganz, lassen wir es noch drin. Zu diesem Das. Ich gehe davon aus, dass einige das von Ihnen schon kennen und ich empfinde das als sehr angenehme Alternative zu jetzt Resin oder zu Hati. Und zwar, man kann das genauso toll kneten, es ist aber fester wie Hati. Und es zieht sich nicht so wie Hati. Weil bei Hati ist es ja so, wenn man das zieht, dass wenn man da sowas rausholt, dass sich das so dann lang zieht, wenn man so feine detaillierte. Also ich habe auch die Krone damit gemacht, hat alles funktioniert. Jetzt Beispiele, wo ich eben von sprach, war zum Beispiel, dass man, vielleicht können Sie sich erinnern, dass ich einmal auf die Krone die Eule gemacht habe, wo er sagt, die Eule kann man rausnehmen. Die Eule kann man nicht rausnehmen, aber man kann die Eule natürlich problemlos hier extra machen. Gell? Das, was ich jetzt mache, kann man natürlich auch mit Hati machen. Das ist also jetzt hier einfach nur etwas innen reinzusetzen, kann man natürlich auch mit Hati machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man das jetzt hier so rausholt, dann kann man die Eule auch sehr schön einzeln machen. Das heißt, man kann das jetzt hier noch drunter tun oder das würde ich jetzt mehr oder weniger mal
wegschneiden hier. Da war ein bisschen viel von dem daneben, so. Und dann hätte man sie hier unten, könnte man, ja, machen wir das auch mal so weg. Die Krallen kann man ja noch lassen, aber dann hier den Schwanz so. Und dann hätte man jetzt zum Beispiel diese Eule auch einzeln. Also das kann man schon machen, man kann das hier alles, das können Sie aber auch mit Hati machen. Also dafür brauchen Sie jetzt nicht unbedingt dieses Das. Was ich schön finde, ist, dass dieses Das ganz hart wird. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe also zum Beispiel diese Eule hier mal in die Mitte auf die Krone gesetzt, dass Sie das so kombinieren können, dass man das halt einzeln machen kann. Da, hier oben. Dass man das machen kann. Das ist einfach so die Möglichkeit. Das können Sie aber auch mit Hati. Das ist jetzt nicht das, wo man sagt, dafür muss ich das haben. Was ich an dem Besonderes finde oder anders finde, die filigranen Sachen müssen Sie bei Hati wirklich in Tiefkühl tun, weil also so eine Krone würden Sie nicht rauskriegen, ohne dass das irgendwie kaputt geht. Jetzt nochmal zu dem hier, wir machen gleich hier irgendwas Ganzes. Wenn Sie jetzt arbeiten, zum Beispiel dieses tolle Ornament, dann wie heißt die Masse nochmal? Das, einfach das. Gibt es ab nächste Woche bei uns im Shop. So. Was Sie sich besorgen sollten, wären entweder so ein Spachtel oder so ein Messer. Also ich habe zu Hause ein etwas größeres, weil jetzt haben Sie den Vorteil, und das ist das, was mit Hati überhaupt nicht geht, dass Sie das hier so abschneiden können. Und wenn Sie das hier so abschneiden, dann haben Sie auch, sehen Sie diese sag ich hier, Vorsprünge oder diese Löcher perfekt. Und dann können Sie das so rausholen. Und Sie haben das alles, jedes einzelne Teil haben Sie perfekt. Man kann das jetzt, glaube ich, ziemlich gut sehen. Selbst hier diese ganz feinen Spitzen ist perfekt da zu sehen. Und jetzt können Sie das ist richtig gut fest, können Sie das biegen. Sie können aber auch sagen, okay, und das machen wir jetzt, wir fangen jetzt einfach mal an, hier was mitzumachen, kleben das auf. Ich habe das Ganze mit Expresskleber geklebt. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich denke mal, dass das war hier der Expresskleber. Könnte aber auch 3D-Kleber sein, den ich hier drin habe. Ne, das sieht nach Expresskleber aus, gell? So, und fangen wir mal an und fangen wir mal damit an. So, dann würde ich sagen, machen wir, und das ist dieser Vorteil von dieser Masse, dass man, jetzt muss ich gerade hier was rausholen, dass man in einem weiterarbeiten kann. Und das ist ja bei Hati einfach nicht der Fall, das kann man einfach nicht. So, und jetzt machen wir das nochmal, das Ding. Und Sie sehen, dass ich auch nicht so wahnsinnig sauber arbeite, sondern ich drücke das da rein und schneide mir das einfach hier ab. Und wenn Sie einen größeren Spachtel haben oder ein größeres, muss aber so ein bisschen um die Ecke gebogen sein, dieses Messer, dann haben Sie es noch leichter. Ich habe zu Hause so ein langes, da kann ich in einem drüber gehen, als so ein kurzes, da ist das einfach noch ein bisschen einfacher. So, jetzt machen wir noch das zweite und das setzen wir jetzt nochmal hier unten hin. Und jetzt haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, wenn Sie damit arbeiten, dass Sie Stücke viel einfacher nehmen können, was ja sag ich jetzt mal, mit Resin überhaupt gar nicht machbar ist. So, wenn ich jetzt bin ich am Überlegen, was ich denn jetzt mal nehme. Jetzt nehmen wir doch mal, was wir gemacht haben, genau. Jetzt sagen wir doch mal, nee, wir wollen jetzt von der Krone nur dieses untere Teil haben. Und das setzen wir jetzt hier in die Ecken. Und dann machen wir das jetzt hier rein und können jetzt genau gucken, wie weit ich das machen will. Schneide das jetzt hier ab. So, und würde sagen, nehmen wir es mal bis dahin. Ein bisschen schauen, wie das aussieht. Kann ich ja, wenn ich raushole, kann ich ja gucken. Drücke das nochmal rein, hole das raus. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Mache aber, ich hoffe, Sie sehen alles, mache aber jetzt hier irgendwo einen Cut, damit das so, genau, so sauber ausgeschnitten ist. Gell? So habe ich ja ein relativ sauberes Motiv.
Und das könnte ich jetzt zum Beispiel hier reinsetzen und mache mir das Gleiche noch einmal und könnte das dagegen setzen. Also es geht einfach darum, was man alles machen kann. Oder ich nehme jetzt, und das habe ich ja bei dem einen gemacht, ich sage, okay, ich nehme jetzt das Kleine und schneide jetzt auch hier wieder das Kleine ab. Eine Frage, ja? Schrumpft die Masse beim Trocknen? Nein, überhaupt nicht. Noch ein Riesenvorteil. So, und setze das jetzt hier ran. Gell? Und könnte jetzt sogar noch sagen, ich tue ein bisschen modellieren, dass das aussieht wie eins. So, kannst du jetzt da mal ganz nah da drauf gehen? Ja, ich habe jetzt diesen Schlitz da weiter modelliert. Das kann ich machen. Was ich auch machen kann, was toll auch aussieht, wenn man dieses Ornament jetzt hier anguckt, ich finde diese kleinen Blümchen da so toll. Das heißt, man macht dann so ein kleines rundes Ding und nimmt sich jetzt nur, das ist jetzt zu viel, was ich hier habe, muss ich ein bisschen weniger machen, so, und nimmt sich jetzt nur diese Blüte daraus, so rund. Gucken Sie mal. Kann man das sehen? Du zeigst das nochmal. Jetzt habe ich nur diese kleine Blüte daraus genommen und auch die kann ich jetzt hier natürlich ganz sauber die Seiten abmachen und könnte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich wollte, jetzt setze ich so eine dieser kleinen Blüten hier hin oder irgendwo anders hin. Ich könnte jetzt auch sagen, nee, ich setze diese kleine Blüte jetzt hier irgendwie drauf und verbinde das. Also einfach, dass ich nehme jetzt diese kleine Blüte und ich habe ja noch eine. Wir haben ja eigentlich mehrere. Wir haben hier eine Blüte, wir haben eine noch kleinere hier. Da brauche ich aber weniger. Zeug muss immer ein bisschen weniger arbeiten. Noch eine kleinere da, die ist noch ein bisschen anders. Kann man noch mal zeigen. Wenn Sie die dann rausgedrückt haben, genau, kann man die noch ein bisschen sauberer hier wegmachen an den Seiten. Ja, ich mache das am liebsten immer mit meinem Fingernagel, was vielleicht nicht so toll ist, aber so, sehen Sie, jetzt habe ich die ein bisschen sauberer gemacht. Die kleine Blüte, und dann kann ich diese kleine Blüte zum Beispiel auch noch hier hinsetzen. Also man kann jedes einzelne Ding mit dieser Masse super rausholen. Oder auch sagen, man nimmt jetzt zum Beispiel nur das hier, nur das hier. Das sind so viele verschiedene Dinge, die man hier machen kann. Es ist einfach nur, also ich liebe diese Masse. Oder, was ich auch, das machen wir jetzt auch noch rasch, dass man, wenn man jetzt das Gesicht, okay, dass man das Gesicht, nur das Gesicht ausdrückt. So, ich finde, wenn man das anguckt und jetzt zum Beispiel oben diese Haare und jetzt habe ich das gar nicht richtig zusammengeknetet, aber dieses kaputte, alte, oder? Das sieht doch einfach toll aus, wenn man das jetzt mit irgendwas anderem verbindet, also nicht nur als Engel, sondern wenn man überhaupt da was macht. Also wenn ich jetzt hier so sage ich jetzt mal, wie eine Sonne, das zum Beispiel so Ornamente dran setze, das kann man mit allem Möglichen verbinden. Also nur mal so eine Idee. Man sucht so oft Gesichter und dieses Gesicht hat so was Unschuldiges, finde ich. Da kann man wirklich, ob man jetzt Sonne, Mond oder sonst was macht, da kann man also ganz viel machen. Gell? So, jetzt machen wir hier mal was zu Ende. Jetzt haben wir jede Menge Einzelteile gezeigt. Jetzt machen wir das Ganze mal irgendwie zu Ende. Ich würde sagen, wir machen jetzt die würde genau, glaube ich, hier reinpassen und wenn nicht, machen wir sie passend. Machen wir jetzt mal die Eule da rein. Man muss, das ist der einzigste Nachteil, was man jetzt hier schon sehr gut sehen kann, man muss ein bisschen aufpassen, die trocknet relativ schnell. Also man muss dann immer wieder kneten oder vielleicht auch ein bisschen Wasser in die Hand nehmen oder so. Wenn man so langsam arbeitet wie ich, dass ich das immer in die Hand nehme und dann so viel zeige. So, und hier jetzt, das ist das beste Beispiel, wofür es gut ist, dass man ein etwas größeres Messer hat, weil dann könnte ich in einem auf die andere Seite abschneiden, was ich ja jetzt nicht konnte, weil das Messer zu klein war, aber es geht ja trotzdem. Wie man sieht, jetzt gehe ich nochmal hin, drücke alles nochmal so hier an die Seite rein, das ist übrig, das nehmen wir weg und dann hole ich das hier raus. Eine Frage. Und jetzt, ja Sekunde, wenn man sich jetzt, das sind so feine Sachen, wenn man sich das jetzt anguckt, wie einfach
sich das raussehen und es verzieht sich nicht. Bei Hati wäre das alles schon verzogen. Gell? Also hier habe ich jetzt wieder nicht richtig geknetet. Gell? Das ist nur ein Fehler von mir, weil ich das nicht richtig durchgeknetet habe. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich das gar nicht hässlich finde. Ich finde das eigentlich sogar richtig schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier, oh, das geht, das sieht toll aus, selbst wenn das hier so ein bisschen rüber ist, oder? Das sieht doch schön aus. So, deine Frage bitte. Wird die Masse weiß nach dem Trocknen? Ja, die wird weiß und die wird richtig, richtig hart. Also das war ich auch sehr, wie sagt man, erstaunt. Dass der, sage ich jetzt mal so, die Hati ist ja immer noch ein bisschen weich. Also da merkt man schon, dass es Pappmaché ist, aber die wird richtig hart. So, jetzt habe ich ein bisschen viel Kleber. Muss ich den Kleber mal ein bisschen wegmachen an den Seiten. Jetzt. So, hier ist überall mir ein bisschen viel Kleber rausgelaufen. Da und da ist allerdings nicht schlimm. Kann man auch ein bisschen verteilen. Ist ja fast wie Lack dann, gell? So, aber das sieht schon richtig schön aus. Jetzt würde ich natürlich sagen, dass man dabei bleibt, dass man diese Ecken da nochmal macht. Gell? Und ja, normalerweise müssen Sie jetzt, sehen Sie jetzt, wenn Sie schon sehen, dass hier solche Risse drin sind, dann sollten Sie ja das jetzt anständig kneten. Was ich ja eigentlich nicht mache, sondern ich gehe jetzt eigentlich immer hin und drücke das direkt da rein. Allerdings, jetzt wieder, wenn man diesen alten Effekt haben will, dass es aussehen soll, sage ich jetzt, wie so eine alte, schon brüchige mit Rissen, dann nicht richtig durchkneten. Gell? Dann sieht das super aus, wenn man das nicht richtig durchknetet. So, jetzt haben wir ja eben, hatten wir hier, glaube ich, den Cut gemacht. Gell? Und dann machen wir das jetzt auch, dass sie relativ gleich aussieht. Gell? Und dann brauchen wir nochmal das eine in klein. Also gerade wenn Sie das Ganze verbinden wollen, auch mit unseren alten Molds, also es lässt sich wirklich super einfach damit arbeiten. Frage, ja? Ist die Masse auch für Verzierung von Möbel ideal? Ja, ich würde sagen ja, weil sie halt auch so hart wird. Also ich würde sie jetzt nicht, wie soll ich sagen, 100% vergleichen mit Resin, weil Resin ist ja nur wirklich hart, gell? Das ist sie jetzt nicht so hart, aber sie wird wirklich sehr hart. So, jetzt bin ich mal gerade am Überlegen, wo man das ein bisschen zeigen kann, wie hart die wird. Ich habe sie ja eigentlich auf fast allem drauf. Gib mir mal die Flasche mit der Eule, genau. Nein, die andere. Die andere, die von oben bis unten, ja, genau die. Das ist komplett mit der Masse gemacht. Also. Eine Frage zu der Krone. Hier, wenn man das jetzt hier anguckt, die ist komplett, also auch hier, die ist komplett mit der Masse gemacht. Auch die Eule und das, ja gut, das ist jetzt nicht richtig aufgeklebt, aber das ist hört man das? Gell? Also das ist komplett gemacht damit. Also das hat schon eine gewisse Härte. Gell? Also das ist schon, ich bin am Überlegen, ja, das geht nicht kaputt. Nee, also das hat schon, das hält, also muss man schon sagen. Finde ich gut, also ist wirklich gut, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit Resin. Resin ist ja knochenhart. Das ist es nicht. Ich würde es vergleichen mit ein bisschen Ton, eine Mischung so ein bisschen wie Ton. Gell? Aber auch hier sieht man diese Mischung, Säule, dann habe ich dann hier die Eule, dann so die Blümchen habe ich überall drauf gesetzt, einzeln, gell? Und dann nochmal das Ornament. Also einfach diese Zusammenstellung, wie man alles einfach jetzt miteinander kombinieren kann. Mit welcher Farbe wurde die Krone auf der Styroporkugel nochmals bemalt? Jetzt die hier, das ist dieses Kieferngrün, Acrylfarbe matt, Kieferngrün und danach die Walnussgel, nicht Walnussgel, Lasurgel Walnuss.
Danach ist das drauf. Und dann halt das Shimmering Pigment. Sieht edel aus, gell? Ich finde es echt edel. Sieht schön aus. Das Kieferngrün, kommt Kieferngrün. das nochmal in den Shop? Ha? Oder war das bei HSE? Das war bei HSE, aber müssten wir auch hier im Shop haben, oder? Meinst du nicht? Noch nicht. Auch nicht in den kleinen? Bei dem Matt? Müssen wir mal gucken, sonst werden wir die auf jeden Fall wieder reintun, wenn es die nicht gibt. Ich dachte, wir hätten die. So, was könnten wir denn noch machen? Wir könnten diese, jetzt kann man das rausholen, die können wir auch gerade mal mit dem Dinge machen. Dann könnten wir vielleicht hier noch so runterhängen. So. Also optimal arbeiten mit dem Zeug ist natürlich draußen an der Sonne. Weil wenn man das dann gemacht hat, alles, also normalerweise habe wo ich es das erste Mal ausprobiert habe, hatte ich das innen drin gehabt. So, jetzt können wir das wunderbar, hängen wir die hier so runter. Ja. Habe ich drin gearbeitet und dann hatte das wirklich 2 Tage gedauert, bis das durchgetrocknet ist. Also gerade ich hatte dieses dicke Element hier gemacht und dann hat es 2 Tage, bis es durchgetrocknet ist, gedauert. So, wo ich das dann draußen, diese Dosen habe ich alle draußen gemacht und habe die auch dann noch draußen stehen lassen, da war das an einem Tag trocken. Also es ist wirklich prädestiniert im Moment, bei diesen Temperaturen solche Sachen draußen zu machen oder zumindest zum Abbinden oder Austrocknen draußen hinzulegen. Also nichts wird so gut wie im Moment bei Sonne und diesem Wind und diesen Temperaturen. Das ist wirklich absolut genial. So, also das finde ich auch noch total schön, wenn man das hier so ein bisschen so runterhängen lässt, dieses mittlere Ornament hier. So. Eine Frage, ja. Kann man die Masse auch mit Acrylmarkern anmalen? Gehe ich von aus. Warum nicht? Die wird, also ich habe auch keinen Lack drauf getan. Ich habe ja alles damit die angemalt und habe also vorher keinen Lack drauf. Ich habe die ganz normal angemalt, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. So. Es ist einfach das, ja, wie soll ich sagen, dieses am Stück weiterarbeiten, das habe ich jetzt kaputt, dieses am Stück weiterarbeiten ist damit einfach einfacher. Jetzt kann man schon gucken, wenn man jetzt, das ist das Erste, was ich aufgeklebt habe, sehen Sie, wie das hier an den Kanten weiß wird? Ich glaube, das kann man das schon gut sehen. Und da, wo das hier so weiß wird, da trocknet die schon. Gott, was ist jetzt mit mir? So. Da kommt eine Frage zu den Molds. Ja. Kann man die in die Spülmaschine tun? Ja, natürlich. Klar. Zum Saubermachen machen wir. Ganz besonders, manche machen ja, dass sie so Pigment vorher reintun und dann das Resin drauf und dann kriegt man die ja gar nicht mehr sauber. Allerdings muss ich dann ehrlich sagen, ich finde das... Wenn man vorher, sage ich jetzt mal, es gibt ja diese vielen Pigmente, die man vorher da reintun kann, wenn man die dann in die Spülmaschine tut, die Spülmaschine, das ist nicht alles weg, gell? Das heißt, dann essen sie diese ganz, ganz feinen Glitter und so alles mit und das ist ja nicht so besonders gesund. Deswegen würde ich sie dann, also wenn ich so etwas mache, würde ich auf gar keinen Fall in die Spülmaschine tun. So. Also so fände ich das schon schön, mehr würde ich gar nicht machen. Ich klebe das jetzt, die habe ich geklebt, die habe ich aber nicht geklebt. Hier ist das, trocknet das schon, sogar schon fast zusammen, gell? Die anderen habe ich auch alle nicht geklebt. Muss ich jetzt gerade nochmal machen. Dann kann ich das nämlich einmal hochheben. Dann können Sie ein bisschen sehen. Also grundsätzlich habe ich die jetzt bei dem Wetter draußen hingetan, also aufgeklebt, draußen hingetan, an die Sonne.
an die Sonne gestellt, was, glaube ich, jeder sagt, um Gottes Willen dürfen sie nicht tun. Dann reißen die oder sonst was, weil es zu schnell trocknet. Aber ich habe es gemacht. Sie sind sehr schön schnell getrocknet, muss ich zugeben. Und ich habe sie angemalt und sie sehen eigentlich alle ziemlich gut aus. So. Und ich persönlich mag es auch, wenn es mal so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein Riss oder sowas drin ist, weil das Ganze noch ein bisschen natürlicher wirkt. Diese Risse oder sowas hat man ja bei Resin gar nicht. Da hat man ja diesen absolut perfekten Abdruck. Aber hier hat man halt ein bisschen diese Risse drin, wenn man nicht richtig knetet. Und ich persönlich finde das eigentlich ziemlich schön. So, jetzt kann ich das, glaube ich, hochheben. Jetzt müsste alles geklebt sein. Ich hoffe, dass das auch hält hier. Und dann kann man das mal, also das finde ich, kann man wirklich schöne Sachen machen, gell? Und das ist jetzt nochmal, das ist halt einfach aus der Krone raus. Und wie viel Uhr haben wir? 20, 21. Ja, aber wir machen ein bisschen nach. Wir haben ja ein bisschen spät dann angefangen, ein bisschen nach. So, was man, ja, ich würde sagen, hier macht man nicht mehr was drauf, oder? Ich würde sagen, das ist okay so. Aber ich möchte, ja, machen wir anders. Gibt es noch eine Frage? Keine? Alle wunschlos glücklich? Ich bin immer 25 Sekunden hinter dir. Was? Ach, du bist... ah, ja, okay. So. Was ich dann noch machen wollte, jetzt verliere ich noch die Hälfte hier, dass man das nochmal zeigt mit dem hier, mit dem Ornament. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir mal an das hier. Ganz unterschiedlich. Die trocknen auch schon. Da merkt man, wie warm das hier drin ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Auch die kleinen Blümchen hier kriegen schon einen weißen Rand. Okay, so. Muss ich zeigen mit dem Wachs und dem anderen hier drauf? Oder wie man die zusammenklebt? Gibt es da einen Wunsch oder lieber weiter bei den Molds bleiben? Ja, ist ja nicht schlimm. Ich mache hier weiter. So. Und jetzt ist das diese große und die ist jetzt auch richtig schwer, aber die könnte man jetzt super, man sieht, wenn ich die auch biege, dass das nicht reißt, gell? Die könnte man jetzt auch super über eine Flasche tun, aber man kann natürlich, brauchen wir noch eine dafür? Bei den Molds bleiben, genau. Man kann natürlich auch sagen, ich mache mir jetzt da eine komplette Bordüre draus. Jetzt muss ich noch ein bisschen besser kneten. Ich habe diese Dosen an einem Tag gemacht und da habe ich das Glück gehabt, dass mir jemand geholfen hat und derjenige hat mir das geknetet. Da glaubt man gar nicht, was man da für eine Erleichterung hat, wenn man das dann immer einfach so in die Hand kriegt und das einfach nur hier reindrücken muss und das nicht vorher kneten muss. Also das ist wirklich schon toll. Wenn Sie Ihren Mann oder so dafür gewinnen können, dass ihr Ihnen das vorher knetet, glauben Sie mir, da haben Sie richtig Erleichterung. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ich mache eine Bordüre da draus. So, und jetzt, welche Seite habe ich jetzt? Habe ich diese Seite und ein Messer wäre besser, vielleicht ist das scharf, und macht dann natürlich das so perfekt hier hin und setzt dann so, ich hebe es jetzt nochmal hoch und kann jetzt so
eine komplette Bordüre sich machen. Es auch super zu machen und sieht natürlich irre toll aus, gell? Was man damit machen kann. Einfach so und dann jetzt kleben und wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen, man kann ja noch nacharbeiten, es gibt ja diese Werkzeuge, ein bisschen Wasser hier drauf, dass dieser Schlitz ein bisschen mehr weggeht und dann halt ein bisschen nacharbeiten. Und dann ist natürlich auch noch die Überlegung, setzt man das komplett weiter? Das heißt, dass man das auch hier abschneidet und das ist ja natürlich auch machbar. Oder macht man hier die Lücke und setzt zum Beispiel ja irgendwie so etwas dazwischen, diese Teile dazwischen. Gell? Da kann man machen, wie man will. So, jetzt machen wir das, dass wir das nochmal schneiden. Und zwar, wenn man es ganz perfekt machen will, macht man nämlich jetzt erst die andere Ecke. Dann hat man eine absolut perfekte Sache. Und jetzt können Sie auch sehen, das geht ja relativ schnell. So, dieses Motiv hat zwei verschiedene Seiten. Da muss man immer darauf achten, dass man die richtige Seite hat, damit man das halt gleich hat. So, jetzt machen wir hier die nächste. Jetzt mache ich erst diese Ecke und dann schneide ich das hier in die Mitte und dann haben wir das auch von allen Seiten richtig. Nochmal so, dann jetzt von oben, genau, kann der Benny wieder von oben zeigen. Und so kann man sich natürlich auch eine absolut perfekte Bordüre machen. Gell? Diese Pakete haben wir, glaube ich, 1 Kilo, gell? 1 Kilo ist das immer, da ist also auch nicht wenig Ware, sondern auch gut Ware, was man da bekommt. So, jetzt muss das wieder hier drauf. Nee, das habe ich genommen. Eine kurze Frage zu der Styroporkugel. Ja? Bei dem Panel mit dem Engelreispapier sind außen die Ränder mit den neuen Bändern. Auf was wurden die befestigt? Nochmal, Moment. Auf dem Panel mit dem Engelreispapier sind ja. außen die Ränder mit den neuen Bändern. Auf was wurden die befestigt? Die Frage kam schon 2-, 3 Mal, darum frage ich es jetzt. Jetzt, bevor wir jetzt was Falsches sagen, meinen Sie das? Jetzt müssen wir warten, bis Antwort Jetzt muss kommt. ich wieder warten. Ja, ist egal, aber das ist, sonst weiß ich nicht, auf was ich antworten soll. Ja. Tada! Ja, ich wollte hier gerade weitermachen. Kommt keine Antwort? Na, immer noch nicht? Okay, also keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, Sie meinen das. Wenn Sie das meinen, das Ganze ist einfach Schild. Das heißt, die Bänder sind einfach auf dieses MDF-Schild draufgeklebt und auf diese Samtbänder sind dann wieder diese draufgeklebt, die antike Deko draufgeklebt. Also ich hoffe, dass ich jetzt da die Antwort gegeben habe, weil ich wüsste jetzt sonst nicht, was Sie sonst meinen. So, und hier jetzt gehen wir nochmal zurück. Hier haben wir das jetzt perfekt geschnitten. Kann man von oben, zeig nochmal von oben. So, und diese Schlitze hier, also ich persönlich würde jetzt mit so einem, ich kann das mit dem Dinge leider nicht so gut machen, aber man kann das hier jetzt, ich zeige es jetzt hier mal so ein bisschen, man kann das hier jetzt schon so verbinden. Ja, ich glaube, man sieht das jetzt.
Da brauchen Sie ein bisschen feineres, wie sagt man da, Formwerkzeug. Und dann können Sie das Ganze schon mit einem komplett so verbinden. Sehen Sie, dass dieser Schlitz weg ist. Und wenn man das Ganze dann noch irgendwie so machen will, dass es aussieht wie eins, dann machen Sie einfach noch so ein Blümchen da rein. Das ist jetzt schon weiß an der Seite, weil es schon trocknet. Gell? Nur so als Idee, wie man das machen kann. Und genauso können Sie natürlich auch hier das Ganze ein bisschen noch mehr verbinden. Einfach so, am einfachsten ist es ein bisschen so zusammendrücken, sage ich jetzt mal, zusammenmischen. So, sehen Sie, jetzt haben wir das auch weg. Dann haben Sie das wie aus einem Guss. Gut? Wie klebt man das fest? Ha? Wie klebt man das fest? Das ist genauso wie eben mit dem Papierkleber. Das ist, also das können Sie komplett auch mit Papierkleber kleben. Okay? Nee, das ist überhaupt kein Ding. So, jetzt machen wir das auch noch hier zusammen, dann haben wir das wirklich so. So. Sieht doch toll aus, oder? Also ich finde es total toll, dass man das in einem hat. Und natürlich kann man jetzt, das ist nicht festgeklebt, deswegen ich hoffe, dass es nicht runterfällt. Jetzt mal von oben, weil jetzt ist es schon runtergefallen. So. Aber dass man da wirklich so eine komplette Bordüre machen kann. Also komplett um irgendetwas. Und das ist ja jetzt egal, welche Größe oder was, sondern Sie setzen ein Ding nach dem anderen dran. Und wenn Sie das verbinden und das ist Ihnen wie so jetzt zum Beispiel ein bisschen zu unordentlich, dann tun Sie halt einfach noch so, wie ich das hier auch gemacht habe, ein Blümchen alleine rausholen und tun noch ein Blümchen in die Mitte und dann sieht das aus, als wäre das so fertig. Gell? Das sind schon so Möglichkeiten, die man hat. Man könnte natürlich auch, ich schätze, das sieht auch gut aus, dass man jetzt vielleicht sogar so etwas, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, muss man jetzt mal schauen, ob das gut aussieht, aber vielleicht sogar nochmal so etwas hier, ja, das könnte man auch machen, dass man also nochmal so etwas hier an die Seite tut oder so, keine Ahnung, dass man nochmal so ein Ornament da drauf macht. Also all diese Sachen sind machbar. So, gibt es jetzt noch irgendeine Frage, dass wir nach einem holprigen Anfang ein schönes Ende machen? Hä? Haha, Sam sagt gerade, Dortmund steht noch 0-0. Das ist schön. Gibt es noch irgendeine Frage? Dann tun wir mal die Gewinner sagen. Ist das geil? Guck hier, oder? Ist das geil? Ich finde das auch toll. Und irgendwie... Können wir das fertige Ding nachher posten? Ja, da muss ich gerade mal in eigener Sache. Eine Dame fragte mich nach einer Shadowbox und nach noch etwas. Wenn Sie solche Fragen haben, und das ist ein bisschen länger her, müssen Sie mir unbedingt das Datum des Livestreams dazugeben, weil ich sonst nicht weiß, wovon Sie reden. Also unbedingt dann das Datum dazu, dass Sie dann und dann das wissen müssen. So, guck mal. Eine kurze Frage. Gib nochmal von oben, Benny, bitte. Dass man das, ich finde, dass das doch gut aussieht mit dem Teilen da links und rechts und so, dass man das so macht. Hier kann man nochmal richtig so sauber die Ecke, Kante nochmal so sauber wegmachen, aber das gefällt mir schon ziemlich gut, so dass Sie einfach wissen, so kann man das machen. So, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wird es noch andere neue Molds dieses Jahr geben und wird es ein Papierset geben? Ja, also andere Molds weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Kann sehr gut sein, aber dann nicht vor November. Also das fällt dann auch in diese, sag ich jetzt mal, in diese Zwischensaison rein. Da glaube ich schon, dass es neue Molds geben wird, aber für Weihnachten gibt es keine mehr. Also das war jetzt Weihnachten. So, es gibt Papierset, es gibt erstmal Halloween-Papierset, dann gibt es das Papierset am 30. September, dann gibt es im Oktober das Harlequin-Papierset und irgendwann dieses Jahr wird es noch das Papierset Wien geben und so wie es aussieht auch noch das Steampunk-Papierset. Also es wird noch einige Papiersets dieses Jahr geben. So, jetzt hast du mich im Spiegel, ja, von der Seite sehe ich ein bisschen verschwommen, sehe ich ein bisschen besser aus als wie von vorne, gell?
Okay, jetzt die Verlosung. Wir haben die 4 Gewinner für diese 3 schönen Schachteln. Einmal Frau Silke Bender, herzlichen Glückwunsch. Einmal Frau Angela Berlin, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Frau Nicole Mudring, herzlichen Glückwunsch. Und Frau Eva Fladung, herzlichen Glückwunsch. Tu mich bitte wieder von vorne. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Spiegel rede. So, und jetzt möchte ich mich nochmal herzlich entschuldigen für den Anfang. Wir wissen immer noch nicht, woran es gelegen hat. Wir hoffen, dass es nächstes Mal reibungslos funktioniert. Und freue mich auf den nächsten Livestream am 8. September. Und noch einmal, wenn Sie Ihre schönen Kunstwerke bei uns hochladen, auf Mitmachen, tun Sie, wenn Sie einen Instagram-Account haben, auf jeden Fall Ihren Account mit daneben schreiben, weil dann können die Kunden da auch nochmal gezielt nachgucken. Manche machen ja auch kleine Videos, gezielt nachgucken, wie diese Kunstwerke von Ihnen entstanden sind. Vielen Dank für die Geduld, dass Sie dabei waren und viel Spaß und ciao, ciao.